Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich extrem, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute fliegen wir nirgends hin. Heute schauen wir uns die Kameraansichten mal ein bisschen genauer an. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man sich diverse Sichten im Flugsimulator quasi durchsetzen kann, anlegen kann oder sich auf Shortcuts binden kann. Und genau das soll heute Thema des heutigen Videos sein. Das heißt, nach diesem Video bist auch du in der Lage, dass du diese richtig geile Kameraansichten anlegen kannst und dir auf Tastenkombinationen eben speichern kannst. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSights. Es ist ja bekannt, dass man da oben über diese Multifunktionsleiste sich so ein Kameramenü öffnen kann. Da gibt es dann drei Arten. Es gibt die Cockpit-Kamera, die externe Kamera und den Schaukasten, was quasi die Drohnenkamera ist. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen die Cockpit-Kamera an. Da oben stelle ich eigentlich selten irgendwie was um. Es gibt da so definierte Voransichten, die man da durchseppen kann, allerdings leider nicht über eine Tastenkombi oder so ansteuern kann. Das heißt, wenn wir da jetzt so schauen, man kann da mal durchgehen, schließen, Pilot, Landung, Co-Pilot, ob das wirklich gute Sichten sind. Das war es in dem Fall schon. Dann gibt es noch ein paar Instrumentansichten, MCP, ICAS, FMC, Radio Panel und die Throttles. Kann durchaus praktisch sein, genauso wie eben das Lower Overhead Panel oder das Upper Overhead Panel, um bequem zu unseren IRS-Switches zu kommen, das Primary Flight Display, unser Electronic Flight Bag und so weiter und so fort. Da gibt es auch noch ein Jump Seat, eine Position für den Jump Seat und noch ein paar Schnellsichten. Schauen wir uns die Schnellsichten noch ganz kurz im Detail an, also Schnellsicht 1 nach links, Schnellsicht 2 ist nach hinten, Schnellsicht 3 nach rechts, Schnellsicht 4 nach vor, Schnellsicht 5 ist ein bisschen weiter nach links hinten. Ja, es ist schön, aber im Endeffekt wirklich brauchen wirst du die nicht. Ich habe sie dir jetzt der Vollständigkeit halber gezeigt. Die gibt's und die nutzen wir aber nicht. Wir werden uns eigene setzen. Zum Beispiel kannst du mit Alt und 1, Alt und 2 und so weiter dir benutzerdefinierte Ansichten abrufen und mit Steuerung Alt und der entsprechenden Nummer die benutzerdefinierte Sicht auch speichern. Und das werden wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Das Ganze funktioniert nur in der Cockpit-Kamera, das heißt für externe kann man sich keine Positionen speichern. Es gibt aber auch einen Trick, wie du dir quasi eine externe Position als Cockpit-Ansicht speichern kannst. Den zeige ich dir dann später. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Cockpit-Positionen an. Was mal wichtig ist, mit F kommen wir immer in die Standardposition zurück. Das heißt, wenn wir quasi nichts verändert haben, können wir F drücken und dann sind wir in der Position, wo wir optimal sehen. Das Ganze würde ich mir auch an einen Knopf am Yoke binden. Also das ist bei mir rechts dieser hier. Links kann ich zum Beispiel Innen- und Außenansicht switchen. Und hier kann ich immer in die Standardposition zurückgehen. Wenn du die ändern möchtest, die Standardposition, dann kannst du da quasi ein bisschen rauf, runter, links, rechts, wie du sie halt brauchst. Und mit Steuerung und F10 ist die neue Position dann gespeichert. Das heißt, ab dann, sobald du dann wieder diesen Button drückst oder F drückst, ist die Position dann eben so gespeichert, wie du sie speichern wolltest. Wir können jetzt noch ganz kurz schauen, unter dem Befehl F, wie das denn heißt, und zwar Cockpit-Ansicht zurücksetzen. Und das Ganze ist dann bei der festen Kamera auch noch einmal definiert. Aber in dem Fall F reicht, um die Ansicht zurückzusetzen. Dann habe ich bequemerweise auf einem Stream Deck mir zurechtgelegt meine Tastenkombinationen. Also im Standard sind die Cockpit-Ansichten oder die Kameraansichten auf Steuerung 1 bis 9 gemappt. Das kann man jetzt da bequem mit der Tastatur durchklicken, wenn man das möchte. Oder irgendwie, wenn man halt nicht möchte, sich auf ein Stream Deck legen. Und dann kann ich das Ganze so wie in einem Nummernpad einfach bequem aufrufen. Das heißt, wenn ich jetzt dann diese Taste hier drücke, bin ich direkt automatisch da. Ich sehe gerade, man sieht das gar nicht. Mal schauen, ob ich das da irgendwo sinnvollerweise da herbekomme ins Bild. Ohne dass ich da jetzt alles kaputt mache. Sieht man es jetzt? Ja, ein bisschen besser. Also man kann es kaum lesen. Aber letztendlich, wenn ich da bequem drauf drücke, switcht er da einfach meine Ansichten durch. Und das nutze ich eigentlich hauptsächlich, um meine Kameraansichten durchzuswitchen. Also ich verwende selten irgendeine Tastaturkombination, weil ich sie dann einfach nicht kenne. Das
Führt dann auch zu dem Vorteil, dass man sie halt einfach anordnen kann, wie man sie möchte. Das macht dann unbedingt Sinn, wenn man sich benutzerdefinierte Kameraansichten speichert. Das heißt, diese vordefinierten, die auf Steuerung 1, 2 und 3 und 4 und so weiter liegen, die kann man nicht ändern. Die sind vorgegeben. Das müsste eigentlich auch einigen Schnellsichten von vorhin entsprechen, aber die kann man da jetzt quasi durchgehen, nutzen oder eben auch nicht. Von der Ansicht nutze ich meistens die 3 und die 6, um eben zwischen dem FMC und dem Overhead Panel zu switchen. Ansonsten bin ich eigentlich immer frei unterwegs und das Tablet habe ich mir auf der Tastatur ganz links auf dem Dacherl drauf, dass ich da auch hin und her switchen kann. Genau, das wäre es mal zu den festen Kameraansichten gewesen in der Cockpit-Ansicht. Dann gibt es jetzt noch benutzerdefinierte Ansichten, die schauen wir uns jetzt auch noch an, und zwar schauen wir da wieder in die Steuerungsoptionen. Benutzerdefiniert. Da gibt es dann ein paar, genau, das kann man immer speichern und immer laden. Also im Normalfall, wenn du nichts geändert hast, müsste das so sein wie bei mir. Das heißt, mit Steuerung Alt und der entsprechenden Nummer speicherst du diese Sicht und ohne Steuerung, also nur Alt und der Nummer, ladest du diese Sicht. Und da kannst du dich jetzt wirklich austoben und die Sichten erstellen, wie du sie sinnvollerweise für gut befindest. Ich habe das Ganze hier dann in einem Ordner gruppiert und auch wieder so nummernfeldmäßig angeordnet. Das heißt, auf der linken Seite ist alles, was irgendwie links ist, auf der rechten Seite ist alles, was rechts ist, und in der Mitte sind halt noch ein paar andere Sichten. Und mein Tablet eben auf dem Dacherl oder in dem Fall auch auf Alt 0. Das heißt, ich kann auch da dann bequem, wenn ich da jetzt auf EFB klicken würde zum Beispiel, bin ich im EFB. Wenn ich dann wieder draufklicke, bin ich wieder in der vorigen Ansicht oder ja. Das Ganze zeige ich dir jetzt dann noch im Detail. Also meine linke Hälfte ist in dem Fall mit 2 Wing Views bestückt und einmal so eine Cockpit Overview. Das ist ganz praktisch. Also wir fangen bei der 1 an. Das ist dann diese Wing View hier. Da sieht man dann wunderschön auf dem Flügel raus und man kann zuschauen, wie die Klappen auf und zu, also ausfahren und wieder einfahren. Vorne hat man ein bisschen einen Blick ins Triebwerk, man hat eine super Geräuschkulisse und kann da auch wunderschön rausschauen und hat halt noch ein bisschen was vom Flügel mit dabei und schaut nicht einfach nur so in die Welt rein. Das Ganze habe ich dann auch noch auf der rechten Seite, das heißt, das schauen wir uns auch da noch einmal an, eben wieder die hintere Ansicht und die vordere Ansicht, auch die wieder optimal, um den Sound zu genießen, der aus den Engines kommt. Und man kann ja hier auch jederzeit beliebig, wenn man möchte, am Drehen oder halt eben auch nicht drehen. Ja? Da blitzt sogar noch ein Passagier durch, obwohl da eigentlich gar keiner mehr sitzt. Das ist sehr spannend. Und würdest du jetzt sagen wollen, okay gut, du magst das so speichern oder wie auch immer, dann habe ich zum Beispiel das auf der Sicht jetzt auf der Alt und 3. Das wäre dann diese Position hier. Und wenn ich die jetzt ändern wollen würde, ziehe ich das Fenster irgendwie woanders hin, drücke Steuerung Alt und 3 und damit ist diese neue Sicht dann gespeichert. Und beim nächsten Mal, wenn ich Alt 3 aufrufe, habe ich in der PMDG 737-800, wohlgemerkt nur in dem Modell, in dem wir uns gerade befinden, diese Kameraansicht gespeichert. Das heißt, das ist pro Aircraft individuell. Ich zeige dir auch noch, wo der Speicherort ist. Dazu gehen wir einmal auf Updater, gehen in Microsoft Flight Simulator, haben da unsere Sim-Objects, haben da unsere Airplanes und da eine lange, lange Liste an Airplanes. Dann schauen wir uns an, wir sind in der PMDG 737-800 und man sieht ja auch schon ganz schön, dass jeder eigener Typ, sogar die 800er in der Business Jet Version und in den anderen beiden Varianten, die es noch gibt, jeweils immer eine andere Cameras Config haben. Das heißt, wenn wir die jetzt öffnen mit einem Editor, sehen wir dann letztendlich dahinter, was er speichert, und wirklich speichern tut er eben halt diese Koordinaten. Und das eben pro Aircraft. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte das hier von der 737-800 in alle anderen Typen übernehmen, dann gehe ich her, kopiere mir das Kamera-Config-File in die Zwischenablage und füge es dann entsprechend hier bei den anderen Typen wieder ein. Damit ich hier tatsächlich wirklich überall dann diese Kameraansichten habe, die ich jetzt gerade angelegt habe. Das macht natürlich auch
nur wenig Sinn jetzt bei der 700er zu aktivieren, weil vermutlich genau an der Stelle entweder das Fenster woanders ist oder die Position halt einfach ein bisschen eine andere ist, weil der Flieger halt insgesamt eine Spur kleiner ist. Aber wenn man das jetzt in die anderen Typen von der 737-800 übernehmen wollen wird, wird das eben genauso gehen. Dann haben wir da unsere wunderbaren Views da mal durch. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nicht alle gezeigt. Jetzt waren wir bei den Flügeln. Also die Wing Views, das was man eigentlich an Fliegen so nebenbei am liebsten hat. Dann schauen wir noch, was ich sonst so habe. Ich habe auf der 2 zum Beispiel so eine Straight View. Das heißt, da kann ich wunderschön aus dem Flieger rausschauen. Auch da, wenn man im Autocruise ist und der Flieger eigentlich sein Ding macht, kann man sich da ein bisschen auf die Aussicht konzentrieren. Dann noch eine Instrument View, wo man alles eigentlich relativ schön sieht auf der 5. Und das Overhead Panel habe ich mir umgelegt auf eine Sitzplatzposition, wo man dann eben wunderschön in der Kabine sitzt. Also obwohl da Overhead steht, kann ich ja auch theoretisch was anderes reinschreiben. Das sind mal die benutzerdefinierten Kameraansichten. Also hier kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, die einmal selber einzustellen. Das geht auch total flott. Also ich zeige es noch einmal, das ist eben mein Tablet, mein EFB. Das ist das erste Setting mit dem Wing View Left, mein Straight. Nummer 3 Wing View Right. Nummer 4 Wing View Left. Nummer 5 Instrument Panel. Nummer 6 Wing View Right. Nummer 7 ist die Cockpit-Ansicht. Auch die fliege ich ganz gern, wenn ich einfach gerade im Cruise bin und nichts machen muss, weil auch da hast du eine wunderschöne Aussicht. Du siehst alle Instrumente und man kann sich dann quasi schon auf den Top of Descent vorbereiten. Und wie gesagt, das Overhead Panel habe ich mir mit der 8 umgedreht und die 9 nutze ich, glaube ich, gar nicht. Genau, die 9 ist der Co-Pilot. Da sitzt man dann halt einfach am anderen Sitz. Mache ich nicht. Ich setze mich mit F wieder auf meine Standardposition zurück und habe hier eine optimale Position im Flieger. Dann schauen wir uns das Ganze mal in der externen Ansicht an. Die externe Ansicht rufen wir mal auch wieder das Kameramenü auf. Natürlich gibt es auch da irgendwie eine Möglichkeit, das auf einen Yoke, auf einen Button oder sonst wohin zu legen. Ich habe das eben hier. Ich tippe hier keine Taste auf der Tastatur, um zwischen Innen- und Außenansicht zu wechseln. Das mache ich hier mit meinem Knopfball hier. Und dann in der Außenansicht kann man sich eigentlich nichts speichern. Also die ist, wie sie ist. Da gibt es kaum Möglichkeit, irgendwie etwas zu tun. Wir können dann noch einmal schauen, das ist die Standard-Außenansicht und auch da gibt es dann noch so Schnellsichten, die wir aber, wie gesagt, eben nicht aufrufen können. Nicht mit einem Tastaturkürzel und mir ist das Menü da ein bisschen zu blöd. Das ist zwar ganz schön, um einmal einen Screenshot oder irgendwo zu machen, aber das wirklich während dem Flug aufzurufen ist ja ein bisschen übertrieben, weil wenn ich jetzt Steuerung 1 drücken würde, bin ich in der Innenansicht. Also es ist jetzt nicht so, dass dieselben Befehle in der Außenansicht andere Sichten haben. Du kannst, wenn du in der Außenansicht bist, mit deinen üblichen Befehlen eben wieder auch in die Innenansicht wechseln und auch wieder zurück in die vorige Ansicht, was dann aber eine Außenansicht ist. Also alles kein Problem. Aber es gibt eben so vordefinierte Sichten, ich nutze sie nicht, aber für so ein paar Screenshot-Sachen sind die dann doch ganz nett, doch zu verwenden. Also nicht während dem Fliegen. Genau, die flexibelste Kamera von allen, das ist der Schaukasten, das ist die Drohne. Ich platziere die mit dem Nummernfeld auf 5 mal auf die Ursprungsposition zurück. Dann stehen wir normalerweise dahinter oder davor oder wie auch immer. Und die steuert sich anders, nämlich nicht mit der Maus. Wenn man da, wir sind gewohnt, dass wir mit der rechten Maustaste und einfach mit dem Schauen die Kamera bewegen können. Das geht da nicht. Hier muss man tatsächlich mit WASD arbeiten und das Nummernfeld ist das Panning, das heißt das links, rechts, oben, unten schauen. Das Ganze kann man dann hier noch mit Geschwindigkeiten entsprechend einstellen, weil die Standardgeschwindigkeiten zum Videomachen eigentlich sehr ungeeignet sind. Das ist eher suboptimal. Deswegen stelle ich mir das ganz gerne immer zurück auf 0. Ich habe auch Tastaturkürzel dafür, das heißt mit F6 kann ich die obere Einstellung setzen und mit F8 die untere und dann habe ich quasi so ein bisschen ein angenehmeres Movement. Man sieht schon, da kann man wesentlich angenehmer herumschauen und für Videos ist das perfekt. Das ist halt eben der Vorteil. Und rauf und runter geht's mit F, also F ist runter und R ist rauf.
R für rauf und F für runter. Und mit 5 bin ich wieder in der Originalposition. Die Originalposition setzt mir auch meine Geschwindigkeiten wieder zurück. Das heißt, das am besten nicht drücken, wenn du viel damit arbeitest. Sonst hast du halt wieder die Standardgeschwindigkeiten. Ich setze mir dann meistens wieder runter. Mit den F-Tasten F5 und F7 halte ich gedrückt, bis nichts mehr geht. Dann drücke ich 3-4 Mal auf F6 und 3-4 Mal auf F8 und habe quasi wieder eigentlich eine wunderschöne Geschwindigkeit, um mich hier herumzubewegen. Das kann man auch während dem Filmen ändern oder während dem Navigieren, dass man es schneller und langsamer stellt. Man kann da auch hier quasi so wirklich schöne Movements machen, wo man sagt, okay, man steigt da wo ein. Man ist da jetzt nicht so flott unterwegs wie in der Standardeinstellung, wo das Ganze halt wirklich urflott ist, also wirklich sehr flott. Hat man ganz wunderschöne, smooth Movements, wirklich optimal. Bei der Schaukastenkamera gibt es dann eben, wie gesagt, noch eine Kameradrohne, das ist die, wo wir gerade waren, und feste Kameraansichten, die sind nicht so schlecht. Die kann man auch nicht aufrufen mit einem Tastaturkürzel, aber da sind ein paar nette dabei. Also die Wingview zum Beispiel ist relativ nett, wenn man da wirklich direkt auf dem Flügel sitzt. Man hat da dann noch die andere Seite, man hat dann eben auch noch solche Ansichten direkt am Triebwerk. Eigentlich recht schön. Auch da ein bisschen inspiriert davon sind meine benutzerdefinierten Ansichten. Da gibt es halt eben ein paar noch ein bisschen weiter hinten. Dann noch die Kamera ist auch ganz nett eigentlich. Ich glaube, das ist auch die einzige, die man umswitchen kann mit dem Button. Da ist noch so eine Bodycam. Sieht auch sehr gut aus, finde ich. Damit kann man auch schöne Anflugsvideos machen. Da spawnt andauernd einer über uns und die 13er ist dann direkt von vorne. Das schaut auch ganz nett aus. Also das ist ganz fein, um damit zu arbeiten. Was man sieht, man hat keine Animationen dazwischen. Das heißt, dieser Ansichtswechsel funktioniert sehr hart. Weil wenn du dich erinnerst, im Cockpit, bei unseren anderen Ansichten haben wir immer wieder so diesen Schwenk dorthin. Das kann man jetzt mögen, das kann man auch nicht mögen, aber es ist einfach smoother, finde ich, wenn das Ganze halt sich dorthin bewegt. Und man nicht einfach immer so einen harten Cut hat, wie eben in der Schaukastenkamera, wo es dann einfach geht. Genau, beim Fliegen wäre dann noch interessant, man kann das Ganze halt verfolgen lassen, das heißt die Drohne bleibt dort und fliegt in derselben Geschwindigkeit mit dem Flugzeug mit. Das macht durchaus Sinn, wenn man dranbleiben möchte. Wenn man das Flugzeug filmen möchte, wie es vorbeifliegt, kann man auch diesen Folgemodus deaktivieren. Dann bleibt die Drohne wirklich dort stehen, wo du sie stehen lässt, und wenn der Flieger gerade 400 Knoten fliegt, ja dann geht's und du bist halt quasi relativ schnell weg. Und kannst mit der Taste 5 der Drohne wieder, also dem Flugzeug wieder folgen und bist wieder hinten angestellt. Das ist halt auch ganz praktisch, um irgendwelche Shots zu machen, wo man schnell wo vorbeifliegt, wo man aber an der Position bleiben will. Oder wenn man sich an der Runway irgendwo hinstellt und man genau direkt reinlandet, dann möchte man vielleicht auch genau dort stehen bleiben, wo man eben steht. Genau. Jetzt noch zu einer anderen Möglichkeit. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, die externen Kameraansichten kann man nicht speichern oder nicht abrufen, was sehr schade ist. Wenn man aber jetzt trotzdem irgendwie so elegante Wingviews haben möchte, um sich zum Beispiel dann doch außerhalb des Fliegers irgendwie zu platzieren, ja, dann wird man jetzt scheitern, weil man kommt nicht raus. Also du kommst selber mit deiner Steuerung, die man hier haben kann, mit Alt und so weiter und so fort, kann man sich ja da wunderschön bewegen, kommst du nicht raus aus dem Flieger. Also du kommst nicht weit. Das ist ein Käfig, irgendwo ist immer ein Ende. Wenn wir da kurz raus, auch da ist Stopp. Wir kommen da einfach nicht raus. Das heißt, wenn man sich jetzt quasi eine externe Ansicht speichern möchte, als interne Ansicht, muss man einen Trick machen. Und zwar, dazu muss man wissen, wo die Kameradatei gespeichert ist. Das habe ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Also bei mir liegt das unter Updater, Roaming Microsoft Flight Simulator, dann unter Sim Objects, unter Airplanes und dann im jeweiligen Airplane. Wenn man da jetzt hergehen würde und jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich editiere das, nehme mir, das ist die Kamera Definition 0 auf dem Button 0, zum Beispiel die Y-Achse und versetze die um 10 oder um 15 und speichere das ab. Ich mache das jetzt.
Dann laden wir das Flugzeug neu. Das geht relativ easy. Wir gehen dann einfach hier auf... Schau mal, ob es mit Neustart geht's nicht. Dann laden wir das Flugzeug neu. So, gehe dann wieder auf die Weltkarte, nehme mir meine Boeing. Abflug nehme ich jetzt Innsbruck an derselben Stelle, wo wir gerade gestanden sind. Ich glaube, das war der Gate Nummer 6. Das könnte hinkommen und das reicht fürs erste Mal. Dann gehen wir hier wieder auf Losfliegen. Ja, schaut das Wetter gerade sehr rosig aus. Wir gehen auf bereit zum Fliegen. Wir hören schon, da plätschert es ziemlich. Und dann schauen wir, ob wir tatsächlich unsere gespeicherte Kameraansicht jetzt haben. Dann rufe ich jetzt diese Kombination ab. Du erinnerst dich, ich habe bei der Kameraansicht mit der Taste 0 das geändert, um 15 verschoben. Das war hier, man sieht es hier in der Camera Definition 0. Und Title ist auch 0 und UI-Title ist auch 0. Also daran erkennt man, dass es an die 0 gekoppelt ist. Und wenn ich jetzt den Befehl drücke, siehe da, wir sind außen. Wir stehen jetzt quasi 15 Einheiten neben dem Flugzeug. Führt zu dem Nachteil, dass der Flieger immer so leichte Augenbrauen bekommt, warum auch immer. Also das ist irgendwie so eine Eigenheit dann, weil wir ja eigentlich gerade drinnen sind. Wir sind ja in der Innenansicht. Das können wir uns auch da noch einmal anschauen. Also wir sind da jetzt nicht in die Außenansicht gewechselt, wir sind im Cockpit. Wir haben lediglich die Position, die wir vorhin gespeichert haben, um 15 Einheiten ins Minus versetzt, also nach links, was dann aus dem Cockpit gesprochen raus ist. Also noch einmal, wenn man sieht, wir sitzen jetzt quasi auf 0, minus 15 nach links. Und dann haben wir eine Außenansicht. Und wenn man da jetzt sagen möchte, okay, man möchte das jetzt irgendwie speichern, zum Beispiel irgendwie, dass man das, schauen wir mal, was wir da sinnvoll machen. Vielleicht so eine Ansicht, die schaut relativ cool aus. Wenn man noch ein bisschen was von uns sieht. Wenn man jetzt sagt, man möchte das speichern, drücke ich jetzt Steuerung, Alt und die 0. Dann mit F wieder Retour, dann bin ich wieder in meiner Standardposition und wenn ich jetzt den Button aufrufe, habe ich diese Sicht gespeichert. Als Innenansicht, also als Cockpit-Ansicht, aber eindeutig außen. Und wenn du quasi am Anfang noch nicht weißt, welche oder wie viele Außenansichten du haben willst, dann setzt dir quasi eine bestimmte Tastenkombi nach außen, so wie ich das für die 0 gemacht habe. Und jetzt kannst du quasi hergehen und sagen, okay, du fängst jetzt quasi am linken Flügel an und machst eine Position innen. Am besten nicht reingehen, sondern jetzt einmal die Außenposition machen, die speichern. Dann hast du ja automatisch schon 2 Positionen, die ja draußen sind, aber eigentlich eine Cockpit-Position ist. Und dann kannst du immer wieder von der ausgehen, dann zum Beispiel sagen, okay, du möchtest über den Flieger auf die andere Seite, weil sobald du einmal reingehst, kommst du nicht mehr raus. Das ist ja das. Wenn man einmal wieder in den Flieger reingeht, bist du wieder drin in diesem Käfig, sag ich jetzt einmal, und musst dich dann quasi wieder über so einen Shortcut raus positionieren. Also am besten nicht zu nah am Flugzeug ankommen, weil sonst sitzt du wieder drin. Und dann bist du aber drin. Und rauf bzw. rüber kann man ja hier ganz einfach mit den Pfeiltasten dann wieder über das Flugzeug navigieren. Das Ganze klappt natürlich auch mit einem Controller deiner Wahl. Wenn du das willst, der muss natürlich aufgedreht sein, damit das funktioniert. Schauen wir mal. Genau, und jetzt kann man das Ganze auch mit dem Controller machen. Dann geht man da runter. Da bin ich gerade irgendwie gefangen, da muss ich jetzt wieder rauf anscheinend. Ja, genau, da habe ich jetzt irgendwie so einen Spot erwischt, der nicht in Ordnung ist. Und lande dann quasi hier in der Außenposition. Und könnte das jetzt speichern als neue Wing View. Dann habe ich meine dritte Position, die außen ist, aber eigentlich als Cockpit-Position gespeichert ist. Und das ist der Trick, wie man sich eine Außenposition bequem als benutzerdefinierte Kameraansicht eben als Innenansicht speichern kann. Und gerade bei der Drohnenansicht macht es durchaus Sinn, da mit einem Controller zu arbeiten. Da kann man dann quasi unabhängig von den vordefinierten Geschwindigkeiten auch noch mit dem Stick ganz gezielt und ganz leicht ein bisschen herumschauen, ohne dass man sich da quasi ständig die Geschwindigkeiten umstellen muss. Natürlich ist es wesentlich angenehmer, wenn man da mit ein bisschen langsamen Werten arbeitet oder niedrigeren Werten arbeitet. Für 50 ist da immer noch sehr hoch. Wenn ich das jetzt habe, das ist mein Vollausschlag am Controller, kann ich hier wirklich wunderschöne Movements machen, die sich dann quasi sehr episch im Video auswirken.
Genau genommen, ich verwende den Controller auch wirklich nur zum Kamerasteuern. Ich kann da in die Innenansicht gehen, da links und rechts schauen. Ich habe mir dann für die Außenansicht die Tasten W, A, S, D und die Nummernpads ebenfalls genauso gekoppelt, dass ich hier quasi auch mit den Analogsticks arbeiten kann. Weil du erinnerst dich, in der Drohnenansicht macht man das ja mit WASD und 8462 und in den anderen beiden Ansichten schaut man einfach mit der Maus herum und hält die Maustaste gedrückt. Am Controller ist das dann quasi eigentlich wurscht, weil du, ja, es ist beides wie gehabt. Auch die Höhe R und F habe ich an den Schultertasten, die kann man dann quasi auch relativ bequem ansteuern, um wirklich wunderschöne Movements hier zu machen. So, nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Wir haben da in den einzelnen Ansichten eben so vordefinierte Sichten, die man anklicken kann mit der Maus, die wir nutzen können oder nicht, wenn wir nicht wollen. Meine Empfehlung da eben die benutzerdefinierten Ansichten 0 bis 9 nutzen und speichern. 10 Sichten reichen ja in der Regel aus für ein Flugzeug. Und du hast ja auch noch die Standardansichten auch. Also noch einmal hier gezeigt, die Standardsteuerung 1 bis 9 und Custom wäre dann quasi eben Alt 0 bis 9. Entschuldigung, auch da war's. Ist es Steuerung 0? Geht das? Ja, tatsächlich. Steuerung 0 ist auch eine Sicht. Habe ich vorhin verheimlicht. So, noch einmal kurz als Zusammenfassung. Wir haben da in den einzelnen Kameraansichten eben so Schnellsichten, die wir nutzen können, aber nicht ansteuern können mit irgendwelchen Shortcuts oder so in die Richtung. Hier setzt nicht noch einmal durch. Wir haben in den externen haben wir auch wenige vordefinierte Ansichten, die wir nutzen können. Wenn du dir eine externe Ansicht eben speichern möchtest, dann eben als Cockpit-Ansicht über die benutzerdefinierte Ansicht. Und dann gibt es zu guter Letzt noch die Drohne, wo man komplett sich frei bewegen kann. Da kann man wirklich ganz feinfühlig einstellen, was man sehen möchte und was nicht. Und eben mit diesen einzelnen Modi, ob dich die Drohne verfolgen soll oder ob dich die Drohne eben nicht verfolgt und einfach stehen bleibt und du da dran vorbeirauscht. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und das war's dann eigentlich schon zu den Kameraansichten. Viel mehr kann man da jetzt eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Wichtig sind eben diese 10 benutzerdefinierten Kameraansichten von 0 bis 9, die du dir speichern kannst. Alles andere kann man eigentlich ein bisschen außer Acht lassen. Weil mit dem erreichst du ja alles und mit dem Trick, dass du dir eben eine Außenposition als benutzerdefinierte Sicht speichern kannst, kannst du ja eigentlich alles bedienen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vor allem auch weitergeholfen. Vielleicht kanntest du den Trick mit der Außenansicht ja noch nicht. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon haltest und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du mich und den Kanal unterstützen willst, dann freue ich mich irrsinnig über einen Daumen hoch und natürlich über ein Abo, wenn du nichts weiter von mir verpassen willst. Und wenn du bereits zu meinen treuen Abonnenten gehörst, dann fühl dich gedrückt und ich fühle mich geehrt. Besten Dank, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Wenn du jetzt nach den ganzen Kameraeinstellungen mal wieder einen Flug sehen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, meinen Tutorial-Flug für den A320 von Fly-by-Wire oder von Phoenix anzuschauen. Das sind 2 getrennte Videos oder mein neuestes über die Boeing 737 von BMDG. Stay tuned, bis zum nächsten Mal. Aber jetzt wirklich, ciao Baba. Gerne mit diesem Video oder dieser Playlist weiterschauen.